alle herzlich willkommen zum zweiten Open Mic. Hier sitzen wir wieder, um über die Use Cases und Inhalte zu sprechen, die euer Business bewegen. Ich bin Sven Verborg und freue mich, heute wieder durch das Open Mic zu führen und sitze auch heute hier wieder mit unserem Experten, Dr. Ralf Hühnermann. Und wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Heute sprechen wir über das Thema, wie können wir Situationsdaten eigentlich clever verwenden? Also wie kann ich wirklich praktisch Mehrwert für mein Business daraus generieren? Zur Info für euch, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, per Chat oder auch per Headset könnt ihr euch dazuschalten. Was aber wichtig ist, alles wird aufgezeichnet und im Nachgang auf YouTube veröffentlicht. Das heißt, solltet ihr vielleicht einen Anruf bekommen, der wichtig ist oder so, keine Sorge, wir veröffentlichen das im Nachgang auch auf YouTube, falls ihr 5 Minuten nicht mitbekommen könnt. Genau, ich begrüße dich natürlich auch wieder heute hier recht herzlich, Ralf, und wir sitzen wieder zusammen. Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, sag doch noch mal kurz, wer du bist und was du machst. Hallo erstmal, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich sehe auch viele neue Gesichter heute. Mein Name ist Ralf Hühnermann, Gründer und Geschäftsführer von Odoscope. Und wir haben mit Odoscope über die letzten Jahre eine Situationalisierungsplattform gebaut, mit der wir die Situation berücksichtigen können, um digitale Kanäle zu optimieren. Spannend. Für alle, die beim letzten Mal noch nicht so tief in das Thema Situationalisierung eingestiegen sind, kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, was Situationalisierung ist und was es so besonders macht? Am besten lässt sich Situationalisierung über Personalisierung abgrenzen. Okay. Bei Personalisierung gehe ich wirklich auf die Person ein und bei Situationalisierung gehe ich auf die Situation ein. Am besten ist das Beispiel, dass ich Person, Ralf Hühnermann, gehe in einen Supermarkt. Ich gehe immer in den gleichen Supermarkt, weil der bei mir um die Ecke ist. Das heißt, gleiche Person, gleicher Shop, gleiches Sortiment. Aber in Abhängigkeit von der Situation, in der ich da hinkomme, kaufe ich völlig unterschiedliche Dinge. Also sprich, an einem Mittag kaufe ich beispielsweise ein Sandwich und an einem Abend kaufe ich vielleicht Bier oder Wein oder eine Tiefkühlpizza. Ja. Und am Wochenende mache ich den Wocheneinkauf für die Familie. Das heißt, in Abhängigkeit von meiner Situation kaufe ich unterschiedliche Dinge. Und wir glauben, dass die Dimension der Situation ein wichtiger Faktor ist, weil die Situation bestimmt die Relevanz für das, was für mich gerade relevant ist, welche Produkte ich jetzt gerade brauche und nicht zwingend die Person. Die Person auch, ja, und das ist ja auch ein erfolgreicher Ansatz, aber man muss die Situation mit dazu packen und das ist das, was wir mit ins Spiel bringen. Wichtig an der Stelle ist vielleicht noch zu sagen, das Schöne an der Situationalisierung ist, dass ich Situationsdaten, also beispielsweise Supermarkt, es ist mittags, werktags, das weiß ich über jeden. Dafür muss ich die Person gar nicht kennen. Ja? Und genauso weiß ich das auch im Online-Shop. Ich kenne Daten über die Situation, über jeden, der da reinkommt. Und das bedeutet, ich kann 100% der User relevanteren Content bieten, als wenn ich allen immer das Gleiche zeige. Spannend. Wie kann ich denn, an welcher Merkmale kann ich denn feststellen, in welcher Situation, in welcher Shopping- oder Nutzungssituation sich da jemand befindet in dem Augenblick? Also in Online-Shops ist das in der Regel, dass ich weiß, an welchem Ort er sich grob befindet. Also ist er gerade in Berlin-Mitte oder ist er im ländlichen Baden-Württemberg unterwegs. Ich weiß, dass er mit welchem Endgerät er unterwegs ist. Das heißt, ist er auf dem Tablet, ist er auf dem Smartphone? Ich kenne den Wochentag, ich kenne die Uhrzeit, ich weiß, über was er inspiriert wurde, auf die Seite zu kommen. Also hat er einen Direct-Link genommen, ist er über einen Bookmark gekommen, ist er über ein Newsletter gekommen, hat er über Instagram irgendwas gesehen oder bei Facebook oder ist er über Google gekommen? Das sind unterschiedliche Sachen, wie ich auf die Seite gestoßen werde. Klar. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass ich auch mich für unterschiedliche Dinge interessiere. Das alles in Kombination beschreibt so ein bisschen die Situation, in der ich bin. Ja, also nur um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin jetzt am Sonntagnachmittag irgendwo im ländlichen Bereich mit meinem Tablet auf der Couch, sitze mit meinen Lieben zusammen und wir stöbern mal ein bisschen für die neue Sommerkollektion. Wir suchen uns was für einen Sommerurlaub raus. Oder ich sitze morgens in der Metro auf dem Weg zur Arbeit und swipe mit meinem Smartphone mal schnell so die neuesten Schnäppchen durch und gucke, ob ich da noch irgendwas Schickes finde, was ich schnell schießen kann.
Ja, das ist natürlich viel hektischer als das ist eine völlig andere Situation. Und dafür muss ich die Person gar nicht kennen, um relevanteren Inhalt zu zeigen. Verstehe. Wo und in welchen Bereichen lässt sich denn dieses Wissen besonders gut anwenden? Also wo in konkreten Bereichen eines Shops oder einer Webseite lässt sich die Situation besonders gut zur Ansprache des Users nutzen? Also unser Haupt-Use-Case, weil das ist einer der größten Pain-Points fast aller Online-Shops da draußen, sind die Produktlisten. Produktlisten, das sind die Quelle der Inspiration. Das ist das, wo ich im Prinzip mich inspirieren lasse, wenn ich eine neue Sommerjacke suche oder einen neuen Hoodie. Ja? Dann gehe ich ja nicht in Google und suche nach einem neuen Hoodie, sondern ich gehe in einen Shop meines Vertrauens. Ich suche vielleicht in Google, wer hat denn überhaupt Hoodies? Und dann lande ich aber in einer Produktliste. Und dann hilft es mir natürlich nichts, wenn ich dann 5000 Produkte habe über 20 Seiten, sondern ich will einfach mal schauen, hat der Shop irgendwas für mich Relevantes? Und dafür möchte ich mich auch nicht sofort nackig machen, sondern ich möchte halt einfach nur mal schauen. Ja? Das ist halt ziemlich wichtig. Und da ist jetzt die Produktliste, da tun sich die meisten Shops sehr schwer, diese Listen umzusortieren für die aktuelle Situation und da die Relevanz nach vorne zu bringen. Und das ist einer der Haupt-Use-Cases, mit dem wir reingehen, diese Listen umzusortieren. Und das machen wir sehr erfolgreich. Also da sind durchaus Uplifts von 10% im Umsatz drin, manchmal sogar mehr, im Mobile in der Regel eher bei 20%. Wahnsinn. Und das muss man sich vorstellen, das ist mit vorhandenem Traffic. Das heißt, das sind Leute, die sowieso schon auf meiner Seite sind. Ich kaufe keinen zusätzlichen Traffic ein. Ich hole mir nicht besondere Leute dahin, sondern ich nutze einfach nur die, die da sind und spiele ihnen relevanten Content aus. Also quasi mehr aus vorhandenem gewinnen sozusagen. Genau, der Content, oder nicht der Content, der Traffic wird effizienter genutzt. Okay. Und ein beliebter Use Case, um mehr aus vorhandenem Traffic herauszuholen, sind ja auch so Recommendations, Empfehlungen verschiedenster Art. Richtig. Macht ihr sowas auch? Das ist quasi auf der Produktdetailseite. Ne? Das kennen wir alle. Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Da können wir eben auch einen Situationslayer drüber legen und können eben sagen, Leute, die sich das angeguckt haben, in der Situation, in der du dich gerade befindest, die haben im Endeffekt das gekauft. Ja? Das heißt, auf der einen Seite können wir Produktdimensionen mischen, nämlich die Produktdimension hat es sich angeschaut und hat es hinterher gekauft. Und andererseits können wir eben die aktuelle Situation berücksichtigen. Und da haben wir schon ein paar AB-Tests gemacht und da waren wir im Schnitt um 5% besser, also 5% mehr Conversion, 5% mehr Umsatz als klassische, schon durchaus sehr optimierte Recommendation Engines. Das ist aber ganz klar nicht der Use Case, mit dem wir quasi starten, ja? Sondern die Recommendation Engine ist in den meisten Shops vorhanden. Aber wenn man dann Odoskop schon mal nutzt, dann kann man eben schauen, ob man vielleicht damit bessere Ergebnisse erzielen kann und dann vielleicht hingehend einer Tool-Konsolidierung voranschreitet. Das ist sehr spannend. Andererseits kann man das natürlich auch einsetzen, zum Beispiel auf Landingpages. Das heißt, wir können eben nicht nur bestimmen, welche Produkte haben jetzt eine hohe Relevanz, sondern auch welche Produktgruppen. Ja, also nehmen wir mal an, ich habe ein Sportgeschäft und dann geht es jetzt darum, ist das jetzt jemand, dem ich auf der Landingpage einen Teaser für Golf anzeige oder für Tennis oder für Fußball? Und dann weiß ich, Leute in einer Situation wie der User jetzt gerade haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich für Golf zu interessieren als für Tennis. Also zeige ich den Teaser für Golf an. Auf der Landingpage habe ich ja immer das Problem, ich habe nur einen sehr beschränkten Platz. Ja, und ich muss mich entscheiden, welchen Teaser zeige ich oben an, welchen zeige ich unten an, welchen lasse ich vielleicht ganz weg. Möchte ich jetzt diesen Nutzer unbedingt zeigen, dass wir gerade Sale Season haben oder zeige ich dem das nicht, weil ich weiß, dass der eine höhere Affinität hat, jetzt in die teureren Produkte der neuen Kollektion einzusteigen. Das ist sehr interessant. Und so kann ich eben mehr aus dem vorhandenen Traffic auch rausholen. Ja, okay. Wie ist es denn mit Suchen? Also viele Leute steigen ja auch in die Shops ein und suchen vielleicht mal nach Hoodie, nach Golftasche, nach Winterschuhen. Kann man da mit Odoskop auch einiges rausholen?
Ja, das ist ja auch eine Produktliste. Ist im Endeffekt ja auch eine Produktliste, und bei vielen Shops oder den meisten, die wir da draußen sehen, wird sogar die Standardproduktliste einer Kategorie über die Suchmaschine gebaut. Ja? Oh, okay. Also das ist dann das, was bekannt ist über Faceted Search. Aha. Das heißt, über FactFinder, Elasticsearch, Threadhopper, Solar und wie sie alle heißen, kann ich ja dann quasi nicht nur die Produkte filtern, und das ist ja auch nichts anderes als eine Suche auf eine Kategorie, sondern eben dann facettiert auch noch sagen, jetzt alle Produkte, die blau sind oder rot sind oder die eine bestimmte Größe haben und so weiter. Und das passt sich ja dann immer an den Produkten der Liste. Okay. Das können wir mitgehen, also auch diese Listen und diese Filter können wir mitspielen. Wir können sogar noch einen oben draufsetzen und können sagen, welche Facette ist denn die, die den User jetzt wahrscheinlich am meisten interessiert? Ist es die Farbe oder ist es die Marke zum Beispiel? Und das dann daran vielleicht auch ranken. Und genauso können wir in die Suchergebnisse natürlich auch rein die umsortieren. Spannend. Ja? Das heißt also, wenn ich eben jetzt nach Hoodie suche und der sagt, ja wunderbar, wir haben davon 2000 Stück, ja, dann können wir das eben umsortieren. Ja. Und dann die relevanten Produkte eben. Die für den aktuellen Nutzer, also wir kennen den Nutzer in der Regel nicht, sondern wir kennen nur die Situation oder wir nutzen die Situation in jedem Fall und dann basierend darauf, was dann relevanter ist. Das kommt dann nach oben. Sehr spannend. Wir haben ja eben kurz schon mal darüber gesprochen, dass man mit Odoscope auch seine Recommendations optimieren kann. Wie unterscheidet sich denn der Ansatz von Odoscope von den gängigen Recommendations? Also ist das die Situation, ist das die Verknüpfung von vielleicht auch Parametern oder von Informationen, die ich vielleicht schon habe, von der Kaufhistorie? Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Auf der einen Seite ist es halt die Situation, die wir zusätzlich, also die Standard Recommendation Engine sagt, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Oder Leute, die sich das angeguckt haben, haben sich auch das angeguckt. Ja. Und dann wird oft noch auf die gleiche Kategorie eingegrenzt. Das heißt, Leute, die sich für einen Hoodie interessiert haben, ja, haben sich auch für diese Hoodies interessiert. Das heißt, es kommen nicht unbedingt irgendwelche ergänzenden Produkte noch dazu. Das können wir erstens weitermachen und wir können eben, was ich eben schon sagte, die Produktdimension erhöhen. Das heißt, wir können sagen, welche Produkte haben denn Leute gekauft oder vielleicht, wir können auch auf andere Produktevents gehen. Leute, die das in den Warenkorb gelegt haben, was haben die denn noch dazu gekauft? Ja? Um dann so ein Upsell zu machen beispielsweise. Oder Leute, die das eben angeguckt haben, für was haben die sich im Endeffekt entschieden. Das dann in Kombination mit der Situation, in der das Ganze stattfindet. Das heißt, diese Dimension fügen wir auch hinzu. Und dann gibt es noch etwas, was wir als Echtzeit-Persona bezeichnen. Das heißt, das fließt dann auch noch mit ein. Das ist nämlich die Frage, wenn ich jetzt Personas in meinem Shop definiere und sage, ich habe jetzt zum Beispiel den Luxury Shopper oder ich habe den Discount Shopper oder ich habe solche, ja, und das ändert sich ja. Also das ist ja nicht an eine Person geheftet. Wenn wir mal alle in uns reinhorchen, dann sind wir nicht immer nur die Luxury Shopper, sondern auch der Luxury Shopper versucht natürlich einen guten Preis zu kriegen. Ja? Also dass einer überhaupt gar nicht preissensitiv ist, das gibt es nicht. Und manchmal schauen wir halt, ach ja, vielleicht möchte ich ja jetzt nochmal eine discounted Winterjacke haben, weil ich fahre jetzt doch nochmal einen Skiurlaub im April. Da gibt es ja vielleicht noch ein Schnäppchen, obwohl ich vielleicht sonst immer die teureren Produkte kaufe. Das heißt, jetzt bin ich gerade in der Schnäppchenjäger-Persona drin. Ja, und im anderen Fall bin ich vielleicht in der High-Quality-Luxury-Brand-Persona. Ja? Und das ist eben etwas, was wir eben dann in Echtzeit bestimmen und quasi um den User eine Schublade drumherum bauen mit seinen Peers. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, jeder Marketer oder Product Owner kennt ja Personas und hat auch viele definiert. Und der Ansatz von Odoscope ist, dass diese Personas nicht starr sind, sondern sich wechseln können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die Personas sind natürlich schon fest. Also was ist die Person, die der Shop definiert hat, die Personas. Aber welcher du zugeordnet bist, das ändert sich eben. Und das kann sich eben ändern, dadurch, wie du dich bewegst. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Person eine feste Persona hat. Ja, natürlich hast du eine Persona, die dein Geschlecht oder dein Alter entspricht, aber es gibt eben
andere Personas, die eben auf dein Kaufverhalten zurückzuführen sind und die passen sich an. Das ist sehr spannend. Und das können wir eben auf die Recommendations nutzen, das können wir nutzen für die Listen und eben Landingpages und wo man das einfach. Spannend. Könnt ihr denn nur Produkte Listen auch optimieren oder könnt ihr auch vielleicht andere Bereiche optimieren? Werbeanzeigen vielleicht oder Inhaltsempfehlungen auf Medienseiten. Macht ihr sowas auch? Ja, wir haben jetzt ein sehr erfolgreiches Projekt beispielsweise mit InStyle von Burda. Das ist ein Lifestyle-Magazin und da geht es eben darum, dass wir den besten Content empfehlen für deine aktuelle Situation. Das ist ein Lifestyle-Magazin, da geht es eben um Modetrends, um Make-up-Trends, um Taschentrends, um Celebrities, um Frisuren, alles rund um Lifestyle. Ja? Also was ist gerade hip auf dem Laufsteg bei den Oscars gewesen? Ja? Und dann, und da ist es eben ganz entscheidend, dass eben einen Tag interessiere ich mich halt für die neuesten Frühjahrsfrisuren, ja? Und am nächsten Tag interessiere ich mich vielleicht nach einem coolen Party-Outfit, ja? Und guck mal, was denn so die Stars da draußen so tragen. Und das heißt, da bin ich dann eben auch einer anderen Persona zugeordnet. Und das machen wir auch. Das heißt, wir spielen eben andere Artikel aus und Empfehlungen, auch Artikelempfehlungen. Und halten damit die Leute länger auf der Seite und haben also erwiesenermaßen bis zu 18% mehr Ad-Impressions produzieren können, was natürlich dann für eine InStyle auch wirklich mehr Umsatz bedeutet. Absolut, absolut. Also gerade die Publisher, die eben von den Werbeeinnahmen auch indirekt oder direkt abhängig sind, für die ist das sicherlich sehr, sehr spannend. Was ich nochmal versuchen möchte zu verstehen ist, inwieweit ist denn Odoscope anders als so ein Ansatz wie Outbrain oder Taboola, wo man immer am Artikelende noch Empfehlungen bekommt und ja, da auch teilweise Sachen dabei sind, wo man sich fragt, wie kommt das dahin? Das ist ja Werbung und das ist ja auch Retargeting-Werbung. Und das ist eine Third-Party-Solution, das heißt, die wird quasi von extern eingebunden und die sammeln Profile über alle Seiten, wo das eingebunden ist. Das machen wir nicht. Also wir selber sammeln keine Daten. Wir sind ein First-Party-Tool. Das bedeutet, dass wir ausschließlich mit den Daten unseres Kunden, des jeweiligen Kunden arbeiten, also des Shop-Betreibers oder aber des entsprechenden Lifestyle-Magazin-Herstellers. Und diese Daten nutzen wir ausschließlich. Das heißt, wir mixen das nicht und wir spielen nicht irgendwelche anderen Daten ein von einem anderen Shop oder nutzen das Wissen. Das heißt, das ist keine Third-Party-Lösung. Okay, verstehe. Ja? Und genau. Ja. Wir spielen auch nur den Content aus, der auf der Seite dann vorhanden ist. Ja? Das heißt, wir sprechen Empfehlungen auf InStyle für InStyle aus. Ja. Verstehe, weil da werden teilweise wirklich abstruse Sachen angezeigt, wo man sich auch fragt, wie kommt das jetzt, dass ich da irgendwie schauen soll, wie viel mein Auto wert ist, weil ich habe gar kein Auto. Also da sind auch offensichtlich die Methoden noch nicht so ausgereift. Ja, sicherlich könnte man so jemandem im Retargeting auch mal eine Situationalisierung anbieten, weil ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial. Da gehe ich sehr, sehr stark von aus. Da sind wir alle sehr von genervt. Ja, sehr, sehr stark bin ich davon absolut persönlich genervt. Wie ist es denn, wie lange muss denn das System lernen? Also wenn ich das jetzt einbaue als Publisher oder als E-Commerce-Unternehmen, wie lange dauert es, bis ich da wirklich dann auch Uplifts erkennen kann? Also zunächst mal nutzen wir Daten, die schon vorhanden sind. Das heißt, wir helfen, den Datenschatz zu monetarisieren, der eigentlich in den Tresoren der Firmen schon lange liegen, ja, in Form von Web-Analyse-Daten, weil da drin steckt das Nutzungsverhalten. Welcher Nutzer in welcher Situation hat sich für welche Produkte interessiert? Das nutzen wir. Das ist die Basis. So. Und jetzt hängt es natürlich ein bisschen von der Größe des Shops ab. Es hängt davon ab, wie schnell dreht sich das Sortiment. Ja, also wenn ich einen Fashion-Shop habe, dann ist halt sehr schnell, also dann ist es 3 Monate maximal, die ich zurückgucken kann, weil das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, heute in Daten reinzugucken, die von vor Weihnachten stammen. Ja, klar. Darauf Empfehlungen auszugeben. Das heißt, ich muss mir aktuelle Daten nehmen. Und dann können wir natürlich von Tag 1 an diese Daten nutzen und quasi Profile, wir stellen ja keine Profile, aber wir können quasi gucken, für jemanden in dieser Situation
was ist da relevant? Das können wir sofort bestimmen. So, jetzt habe ich aber ja ein Ziel. Ich verfolge ja das Ziel, ich möchte mehr Umsatz haben, ich möchte mehr Conversion haben. Und da ist dann genau die Frage, naja, welche Art von Relevanz muss ich denn zeigen, damit ich mehr Conversion habe? Also wie muss ich denn die Vergangenheitsdaten interpretieren? Ja? Ich kann jetzt einerseits sagen, okay, ja, dass er das in den Warenkorb gelegt hat oder auf den Merkzettel gepackt hat, das hat einen gewissen Relevanzscore. Aber wie wichtig das jetzt in diesem Shop ist, dafür, dass ich dann hinterher auch den Uplift hebe, das muss ich mit der Zeit rauskriegen. Und diese Parameter, wie stark dann welches Event wirklich gewichtet wird, das lernt das System mit der Zeit. Und das kann 1, 2 Monate maximal dauern. Ja, in der Regel ist es aber nach 1, 2 Wochen erledigt. Das ist halt wichtig, dass man eben die Daten lernt zu interpretieren, weil in den Daten steht ja nicht drin, was ich tun muss, um besser zu werden. Da steht ja nur drin, was habe ich angezeigt und was ist danach passiert. Ja? Das heißt, ich habe dem den grünen Pulli angezeigt und er hat ihn nicht angeklickt. Da steht also nicht drin, welchen Pulli hätte ich ihm denn anzeigen müssen, damit er den angeklickt hätte. Also es ist so ein bisschen Trial and Error. So, und das muss man eben ausprobieren. Das geht nur über Ausprobieren, das geht über Testen. Und das machen wir, indem wir halt die Vergangenheitsdaten unterschiedlich interpretieren und gucken, welche Interpretation funktioniert am besten. Sehr, sehr spannend. In Bezug auf eine bestimmte KPI. Ja, also ich kann mir da auch für die Zukunft noch andere Use Cases vorstellen. Da hast du dir bestimmt auch schon die einen oder anderen Gedanken gemacht, stelle ich mir vor. Was kann denn da abseits von E-Commerce oder Medienunternehmen noch Spannendes mit Situationsdaten oder mit den Situationen an sich getan werden, um die Leute noch besser zu adressieren, um noch besser mit ihnen zu kommunizieren? Sehr schöne Frage. Gestern hat McDonald's Dynamic Yield gekauft für $300 Millionen. Warum? Damit sie wetterabhängig ihre Menükarte am Drive-Thru ausspielen können. Das ist eine Situation. Absolut. Ja? Das ist natürlich keine individuelle Situation. Ja? Da wird also nicht berücksichtigt, mit welchem Auto fährt er da jetzt gerade vor, sondern da wird nur berücksichtigt, was haben wir für eine Tageszeit, was haben wir für ein Wetter, was haben wir und so weiter. Aber das zeigt, dass eben das, was wir alle aus dem E-Commerce schon kennen, jetzt wirklich auch schwappt in die Physical World. Ja? Das heißt, es geht hin dazu, dass bei McDonald's, wir kennen das mittlerweile alle, es gibt diese Menüs am Computer, es gibt große Displays, wo ich quasi die Bestellung aufgeben kann und die werden jetzt quasi situationalisiert, ja? Also in Form der Tageszeit. Und das ist halt ein spannender Case. Und wenn ich mir den jetzt weiter vorstelle, also ich denke jetzt an irgendwelche Shops in Fußgängerzonen, wo ich mich dann mit meiner Kundenkarte authentifiziere und sage, hey, der bin ich, dann kann ich da wirklich individuelle Sachen, und wenn der Sven an einem Montagmorgen um 10 hier reinkommt, kann der eigentlich nur das wollen. Ja. Dem ist wahrscheinlich gerade das Aftershave ausgegangen, deswegen braucht der dringend neues Aftershave. Ja? So, das heißt, da fließt dann plötzlich Situation und Person zusammen. Ja. Das heißt, ich sehe einen großen Nutzen wirklich im Retail, aber das wird natürlich noch dauern, bis dann auch alles entsprechend ausgestattet ist. Es gibt einen großen Case in Mobile Apps. Mobile Apps haben zurzeit den großen Schrecken für uns alle, dass sie einen Tracking-Wahnsinn auslösen. Ja, leider. Also ich frage mich dann immer, wenn ich irgendwie einen Screenshot von meinem Handy machen möchte, warum braucht der dafür den Zugriff auf meine Kontakte, den Zugriff auf meinen Ort, den Zugriff auf meine Health-Daten und was weiß ich. Ja? Ich möchte doch nur einen Screenshot machen. Und so fragt sich, also jede App fragt mich also, dass sie unmögliche Daten braucht. Und ich glaube, dass da eben auch ein großer Punkt ist, dass ich eben Trust auch aufbauen kann, indem ich eben nicht so persönliche Daten immer nehme, sondern eben Situationsdaten dann vielleicht besser verwenden kann. Ja. Und in Apps sehe ich halt auch noch einen großen Nutzen. Ja. Verstehe. Wie sieht es mit so Sachen aus wie werbeähnliche Kommunikation? Also vielleicht auch, wenn ich Leuten E-Mails schicke, könnte ich da auch eine Situation reinbringen? In irgendeiner Form? Ja, das ist auch ein spannender Case. Da haben wir gerade frisch
gesprochen mit jemandem, der Roboterjournalismus macht. Da geht es dann darum, dass man vielleicht die Texte in den Newslettern eben situationsbezogen oder userabhängig auch anders formuliert. Ja. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich diesem Nutzer dieses Produkt anzeigen muss oder dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass der das interessant findet. Aber wie beschreibe ich es ihm jetzt, dass er es noch besser findet? Ja? Das heißt, da kann man das nutzen, aber ansonsten kann man eben auch die Daten der User, die ich von dem Newsletter, den ich im Newsletter schicke, nutzen, um Peers zu bestimmen, um dann zu sagen, okay, was könnte für denjenigen jetzt interessant sein? Das heißt, auch das setzen wir teilweise auch schon ein. Wir haben eine API. Diese API kann ich abfragen, ob ich die jetzt für eine Website abfrage oder für einen Newsletter. Das ist der API ziemlich egal. Ja, das stimmt. Die ist recht agnostisch. Genau, und deswegen kann ich das auch sehr einfach in eine App integrieren. Spannend. Ja, weil ich frage deswegen, weil Newsletter so ein bisschen als der neue heilige Gral für viele ja auch gilt in Zeiten, wo Facebook, Google und auch Amazon stärker den Kundenzugang auch kontrollieren und den monetarisieren natürlich. Ja. Das heißt, ich möchte die ja nicht immer neu einkaufen. Wenn ich die aber einkaufe, könnte man es vielleicht auch für situationsbezogene Werbung auf anderen Kanälen nutzen. Also ich habe da was Spannendes gehört, dass zum Beispiel Spotify Werbung anhand von Playlist-Namen, die ja auch durchaus Situationen beschreiben, schaltet. Das heißt, wenn ich jetzt meine Workout-Playlist höre, kriege ich halt einen Fitness-Drink als Werbung. Und wenn ich putze, dann vielleicht der weiße Riese. Ne? Dann kommt das dann durch meine Ohren gesungen, der weiße Riese. Oder wenn du putzt, brauchst du vielleicht eine Anzeige für Urlaub. Das könnte natürlich auch sein, ja. Aber als ich das hörte, musste ich auch sofort daran denken, ob da nicht Horoskop eigentlich auch für viele, die ja auch große Reichweiten haben, eine Chance bieten kann. Ich glaube, dass das im Ad-Bereich eine große Chance hat. Und dass das gerade genau fehlt zurzeit. Ja? Also viel Werbung, die man so präsentiert bekommt, empfindet man ja doch als völlig fehlgeleitet. Ja, total. Und da sehe ich eine große Chance, große Möglichkeit. Das muss halt dann in die Ad-Server-Technologie integriert werden. Klar. Da führen wir auch bereits erste Gespräche, sowas zu machen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, das hört sich super spannend an. Ich habe noch eine abschließende Frage, die vielen Unternehmen vielleicht indirekt auf den Nägeln brennt. Und zwar, was wäre denn der größte Fehler, den man machen kann, wenn man startet mit einer datengetriebenen Optimierung? Also was sollte man vielleicht niemals tun? Was sollte man tunlichst vermeiden oder vielleicht in den ersten Jahren vielleicht tun, aber dann ganz, ganz schnell, wenn man sich professionalisiert, verbessern? Was würdest du sagen? Was ist da so ein typischer Fehler? Der typische Fehler ist der, dass Nutzer meinen, dass sie es besser wissen als die Daten. Ja? Also alle reden davon, ich muss jetzt datengetrieben ausspielen. Also das heißt, ich kaufe mir ein Tool für viel Geld, was die Daten analysiert und sagt, was ist das Beste, was ich jetzt anzeigen muss in dieser Situation? Und dann geht der Produktowner hin und sagt, ja, alles schön und gut, aber das muss oben stehen. Okay. Ja? So, und das ist halt etwas, da frage ich mich dann, ist das wirklich datengetrieben? Es gibt Cases, in denen macht das Sinn. Ja, es macht Sinn, wenn zum Beispiel ich eine Kampagne fahre, die in den Daten gar nicht drin ist, weil sie jetzt ganz neu ist. Ja? Ich habe jetzt ein neues Produkt und das bewerbe ich jetzt da draußen und dann möchte ich natürlich auch, dass die Leute das finden. In dem Moment muss ich manuell eingreifen. Und das macht auch Sinn. Das kann man ja. Also bei uns kann man das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite einfach nur so aus dem Bauch heraus, also das ist eigentlich der größte Fehler, den ich machen kann, ist, meine persönliche Intuition über die Daten zu stellen. Und das sehen wir immer wieder, dass einer sagt, ja, also ich habe ja jetzt hier die Listen immer sortiert, die letzten 20 Jahre, und ich weiß, wie die sortiert werden müssen. Ja? Ja, aber warum produzieren wir dann mit unserer Liste einen höheren Umsatz? Ja? So, das ist halt eben, davor muss man sich, also wenn man sich auf Datengetriebenheit einlässt, dann muss man es auch durchziehen. Das stimmt. Das stimmt. Und damit verfälscht man ja dann auch die Daten. Also deswegen ein Fehler.
der arme Product Owner, der seit 20 Jahren manuell die Produktlisten sortiert. Oh, das sehen wir sehr oft, dass ja, Produktlisten manuell sortiert werden. Mit dem armen Menschen möchte ich nicht unbedingt den Job tauschen. Allerletzte Frage. Wenn jetzt dieser Product Owner sagt, okay, ich möchte datengetrieben optimieren, was kann ich dann jetzt konkret tun? Also was kann ich tun, um zumindest schon mal irgendwie Herr meiner Daten auch zu sein? Was stehen mir da für Optionen offen? Ich kann Odoscope anrufen Zum Beispiel und sagen, pass mal auf, hier sind meine Tracking-Daten, schaut euch die doch mal an, pumpt die doch mal in euer System. Ja. Da habe ich noch nichts implementiert und dann kann ich mir mal angucken, was steckt eigentlich in den Daten für Korrelationen drin. Ja? Welche Situationseigenschaften, die ich seit vielen Jahren gemessen habe, haben eigentlich Einfluss darauf, welche Produkte gekauft werden. Ja? Das können wir halt sehr schnell machen und können da auch sehr schnell Antworten drauf geben. Spannend. Und sowas ist ja schnell erledigt. Ja, absolut. Dafür stehen wir halt zur Verfügung. Ja, wunderbar. Dann zum Abschluss würde mich noch interessieren, gibt es noch Fragen aus dem Zuschauerraum? Dieses Mal wart ihr recht still. Beim letzten Mal haben wir sehr, sehr enthusiastisch mit einigen Teilnehmern hier diskutiert und sehr, sehr agil immer wieder die Fragen auch aufgenommen in unseren Dialog. Gibt es da noch Fragen abschließend aus dem Zuschauerraum? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war mir eine Freude. Ich glaube, wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Ritt durch die Use Cases und Situationsdaten und datengetriebene Optimierung gemacht. Wenn ihr mehr über Odoscope wissen möchtet, schaut auf odoscope.com, abonniert auch gerne den Newsletter, schaut euch auf YouTube die Vorträge von Ralf und anderen Kollegen an zum Thema datengetriebene Optimierung, Situationalisierung natürlich und auch Future of Online Shopping. Das ist ein sehr interessanter Vortrag. Und ja, lest die Blogposts von Odoscope, da gibt es sehr viele Insights. Wir haben uns gefreut. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Aufs nächste Mal. In diesem Sinne, bis bald und fröhliches Optimieren. Bis dann. Bis bald. Keep on optimizing. Ciao. Tschüss.